Hallo, mein Name ist Simon Gabatuller. Ich bin Buchautor diverser Fachbücher und unter anderem auch über Pinnacle Studio. Zudem habe ich diverse Lernvideos zu Pinnacle Studio oder anderen Themen der digitalen Videobearbeitung produziert. Ich zeige Ihnen in diesem Video die neue Pinnacle Studio Version 16 mit einer Übersicht der wichtigsten neuen Funktionen. Wie Sie sehen, hat sich die Oberfläche seit der Vorgängerversion 15 sehr stark verändert. Es sind viele neue Funktionen hinzugekommen und machen Pinnacle Studio 16 so zu einer hervorragenden Videoschnittsoftware. Und trotzdem ist Studio 16 immer noch sehr einfach zu bedienen. Das grundlegende Konzept von Studio wurde beibehalten und viele Funktionen und Symbole sehen auch gleich aus wie vorher. Studio 16 ist eine Kombination von Pinnacle Studio und Avid Studio. In diesem Video zeige ich also alle neuen Funktionen gegenüber der Vorgängerversion Avid Studio. Und wenn Sie eine Vorgängerversion von Pinnacle Studio kennen, wird einiges für Sie neu sein. Ich habe allerdings ein komplettes Lernvideo zu Pinnacle Studio 16 erstellt, in dem Sie in über 15 Stunden Lernvideomaterial alle Funktionen Schritt für Schritt erklärt bekommen. Mit vielen Beispielen, Tipps und Tricks zeige ich Ihnen, wie Sie Studio 16 kennenlernen und anwenden können. Weitere Lernvideos werden folgen und regelmäßig veröffentliche ich kostenlose Tipps und Tricks in meinem Videoblog. Alle Lernvideos können Sie auf meiner Webseite bestellen, online ansehen oder sogar herunterladen. Folgen Sie einfach dem eingeblendeten Link. Ich freue mich also, wenn Sie davon Gebrauch machen. So, nun zeige ich Ihnen also die wichtigsten neuen Funktionen von Pinnacle Studio 16. Wie Sie zum Beispiel hier oben sehen, ist das Konzept der 3 Schritte, also das Importieren, das Film erstellen und Exportieren genau gleich beibehalten. Allerdings haben Sie einfach für das Film erstellen zudem einen Register Bibliothek, Film und Disk erhalten. Ich werde Ihnen jetzt also jeden Schritt einzeln ganz kurz öffnen und zeigen und einfach auf die neuen Funktionen hinweisen. Vielleicht bemerken Sie, wenn Sie über ein Symbol fahren, dann haben Sie hier ein kleines Kontextmenü mit Mehr erfahren. Sie erhalten über diesen Link weitere Videos im Internet. Ich schalte diese Informationen aber aus über dieses Fragezeichen erweiterte Quick Infos anzeigen. Denn Sie haben ja dieses Video, was ich Ihnen zeige, oder Sie haben die Möglichkeit, meine Lernvideos auf meiner Internetseite zu bestellen, wo eben alle diese Funktionen noch einmal Schritt für Schritt erklärt werden. Ich beginne einmal mit den neuen Funktionen, indem ich einfach dieses Importieren öffne. Dieser Schritt wird benötigt, um Medien von Ihren Kameras usw. auf die Festplatte zu übertragen. Zum Beispiel sehen Sie hier, dass Sie nicht nur von Kameras, Fotoapparaten, Handys usw. importieren, sondern eine neue Funktion, nämlich Cloud. Cloud, das heißt, das ist ein Internetspeicher über den Anbieter box.com. Dieser Anbieter gibt Ihnen Online-Speicher zur Verfügung und wenn Sie sich normal registrieren, erhalten Sie 5 GB kostenlos an Speicher dazu. Wenn Sie sich allerdings registrieren, nachdem Sie Pinnacle Studio 16 installiert haben, dann erhalten Sie statt diesen 5 GB 50 GB. Und Sie sehen jetzt zum Beispiel, das ist mein Inhalt im Internet, also diese Daten sind gar nicht lokal auf meiner Festplatte oder meinem Computer, sondern diese Daten, die sind im Internet vorhanden und ich kann diese Daten wie zum Beispiel Fotos, Videosequenzen usw. direkt aus meinem Online-Speicher auf meinen PC herunterladen und dann weiter verarbeiten. Das Gute an dieser Box.com Cloud Speicherplatz ist es, dass Sie nicht nur Videos, Fotos, Musikdateien, Projekte usw. hochladen können, sondern Sie können diesen Zugang auch gebrauchen, um zum Beispiel Ihre PDF-Dateien, Ihre Word-Dokumente, Excel-Tabellen usw. können Sie hier hochladen und mit anderen Personen austauschen oder privat für sich verwenden. Das heißt also, diese 50 GB, die sind nicht nur für Pinnacle Studio zu verwenden, sondern für alle digitalen Medien möglich, die Sie eben hochladen und teilen oder für Sie privat verwenden möchten. Also Sie sehen hier 50 GB Online-Speicher, das ist ganz viel und da können Sie sehr viele Daten im Internet hochladen und dann verwenden. Eine weitere Neuigkeit ist zum Beispiel, dass Sie nicht nur Video, Audio und Fotodateien importieren können, sondern auch komplette Projekte, die zum Beispiel auf einer externen Festplatte gespeichert sind und die Sie übertragen möchten. Ich schließe einmal dieses Fenster und öffne dieses Register Bibliothek.
Die Bibliothek ist jetzt zum Beispiel eine komplett neue Funktion gegenüber Pinnacle Studio 15. Das gab es vorher nicht und die Bibliothek dient dazu, Ihre Medien zu sortieren, verwalten und Sie haben eine sehr gute Übersicht über alle Fotos, Videosequenzen, Audiodateien und so weiter auf Ihrer Festplatte und Sie können, egal welches Projekt Sie geöffnet haben, auf alle Medien zugreifen. Das macht es viel, viel einfacher, wenn Sie nicht mehr genau wissen, wo Ihre Medien auf der Festplatte gespeichert sind und Sie können so jederzeit auf alle Medien zugreifen. Hier gibt es ebenfalls neue Funktionen und zwar wurde eben das Layout etwas verändert und zwar kann ich zum Beispiel jetzt eine Videosequenz direkt hier in diesem Fenster anspielen und Sie sehen eine kurze Voransicht. Zudem können Sie auch über die sogenannte Filmsequenz scrubben, indem Sie an diesem Schiebregler nach links und nach rechts ziehen. Eine weitere neue Funktion ist es, wenn Sie auf dieses i klicken, dass Sie Schlagworte und Kommentare zu Videosequenzen direkt hier in dieses Feld eingeben können. Unter den Informationen erhalten Sie weitere Infos zu dieser Videodatei. Die ganze Anordnung der Schlagworte wurde etwas verändert und verbessert. Sie können nämlich hier Ihren Medien Schlagworten hinzufügen und dann über die Suchfunktion diese Medien suchen. Eine weitere Neuigkeit von Studio 16 ist, dass die Software komplett 3D-fähig ist. Und es ist so, dass Sie hier oben ein kleines 3D-Symbol haben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, ich habe hier unterschiedliche Videosequenzen und einige davon sind in 3D. Diese zum Beispiel nicht, aber diese ist in 3D vorhanden. Wenn Sie auf dieses 3D klicken, dann werden die Medien sortiert und lediglich Inhalte in 3D angezeigt. Das geht sogar auch für Montagethemen, Effekte, Überblendungen und so weiter. Und wenn Sie jetzt mal schauen, ich lasse mir hier die Montagethemen anzeigen, da gibt es welche, die sind tatsächlich in 3D. Das heißt also, das sind Animationen, die nicht nur zweidimensional, sondern auch dreidimensional dargestellt werden. Wenn ich diese Filterung rausnehme, dann habe ich natürlich viel mehr zur Verfügung, auch die zweidimensionalen Montagethemen, wie zum Beispiel dieses da. Aber wenn Sie zum Beispiel jetzt über eine 3D-Kamera verfügen, können Sie so eben 3D-Material sortieren und dann für Ihr Projekt verwenden. Mit diesen 3D-Elementen können Sie zum Beispiel auch eine 3D-Diaschau erstellen aus zweidimensionalen Fotos. Das heißt, Sie fügen dann Ihre Fotos in 2D hinzu, verwenden 3D-Elemente und vielleicht verfügen Sie ja schon über ein 3D-Fernsehgerät, haben aber selber gar keine Videos in 3D und so können Sie eben jetzt sehr verblüffende Resultate erzielen und eben wie gesagt zum Beispiel eine Diaschau in 2D dann mit 3D-Elementen ergänzen. Das Register Film dient nun dazu, Ihren Film komplett zu schneiden. Und ich zeige Ihnen auch hier die Änderungen jetzt gegenüber der letzten Version Avid Studio. Und zwar hat sich die Oberfläche einiges vereinfacht und es sind neue Elemente dazugekommen, damit Ihnen das Arbeiten etwas leichter fällt. Und zwar sehen Sie vielleicht auf den ersten Blick, diese Timeline-Informationen, also die Zeitinformationen sind nicht mehr da oben, sondern da unten. Die Playline ist immer noch da, die können Sie unten anfassen oder auch oben anfassen, um im Film hin und her zu scrubben. Früher gab es hier unten den sogenannten Navigator, der ist nicht verschwunden, der ist jetzt einfach an einem anderen Ort. Sie können nach wie vor den Film spulen und auch skalieren über dieses Element und Sie sehen jeweils immer in Prozent angegeben, um wie viel gezoomt, also vergrößert wurde. Also bezogen auf die Timeline. Dann sehen Sie hier unterschiedliche Elemente. Dieses Element zum Beispiel, mit dem können Sie die Werkzeugleiste anpassen. Wenn Sie diese öffnen, haben Sie die Auswahl, dass Sie gewisse Elemente ausblenden können, die Sie vielleicht nicht verwenden möchten. Zum Beispiel möchten Sie ein Element ausblenden, dann deaktivieren Sie einfach das Häkchen. Wenn Sie alle ausblenden möchten, die Sie vielleicht stören oder beeinflussen, dann sagen Sie einfach alle auswählen und die Elemente verschwinden. Wenn Sie die wieder einfügen möchten, dann wählen Sie die einfach wieder aus. Weiter ist dieses Element dazugekommen. Und zwar haben Sie mit diesem Element eben den Navigator, der früher hier unten war, den gibt es jetzt da oben. Und Sie können selber entscheiden, ob Sie diesen ein- oder ausblenden lassen möchten. Mit diesem Navigator können Sie in Ihrem Film hin und her navigieren und den Film vergrößern und verkleinern. Sie sehen vielleicht das unscheinbare Dreieck hier, mit diesem können Sie nämlich eine weitere Option auswählen, und zwar die sogenannte Storyboard-Ansicht. Ich werde einmal ein neues leeres Projekt erstellen und zeige Ihnen, was Sie mit dieser Storyboard-Ansicht machen können. Ich öffne einmal meine Fotos und werde jetzt eine kleine Diaschau erstellen.
Und Sie können Ihre Fotos nun mit der Maus direkt auf die Timeline ziehen oder aber Sie können diese Elemente in diese Storyboard-Ansicht hineinfügen. So können Sie eben sehr schnell die Reihenfolge anpassen, ohne dass Sie jetzt auf die Längen der einzelnen Clips achten müssen. Dasselbe geht natürlich auch für Videosequenzen. Und ich werde einfach einmal jetzt Videosequenzen in diese Storyboard-Ansicht hineinziehen und Sie sehen dann sofort auf der Timeline die unterschiedlichen Längen der Clips. Also das ist jetzt sogar ein 3D-Clip und das sind meine 2D-Fotos. Und Sie können jederzeit die Hierarchie auch anpassen, also die Anordnung dieser Bilder, und sind so nicht angewiesen auf diese Timeline. Also das heißt, Sie können sehr einfach Ihre Videos da über diese Storyboard-Ansicht in einem Grobschnitt erstellen. Für den Feinschnitt ist natürlich diese Timeline immer noch sehr wichtig. Sie sehen vielleicht auch diese Linie, die anzeigt, um welches Element auf der Timeline es sich jeweils handelt. Wenn Sie diese Storyboard-Ansicht wieder ausblenden lassen möchten, dann klicken Sie einfach auf dieses Symbol. Ein weiteres Symbol, das dazugekommen ist, ist zum Beispiel dieser Fotoapparat. Damit lässt sich ein Schnappschuss der aktuellen Filmsequenz erstellen. Klicken Sie einfach auf dieses Symbol und ein Schnappschuss wird erstellt an dieser Situation und direkt wieder in der Bibliothek geladen. Des Weiteren ist eine Funktion hinzugekommen, die dynamische Überblendungslängen. Damit können Sie Überblendungen hinzufügen mit der vordefinierten Länge, also zum Beispiel 2 Sekunden, oder Sie können Überblendungen hinzufügen und beim Hinzufügen in der Länge direkt anpassen. Sicher ist Ihnen auch die Aufteilung dieser beiden Fenster aufgefallen. Und zwar habe ich hier zum einen das Quellefenster, also das bedeutet, ich kann Videosequenzen oder auch Fotos direkt vor dem Bearbeiten betrachten und dann erst auf die Timeline hinzufügen. Also das Quellefenster zeigt an, was hier in der Bibliothek ist. Das Timeline-Fenster zeigt an, was hier auf der Timeline ist. Die beiden Fenster gab es vorher schon, aber nicht in dieser doppelten Aufteilung. Sie können diese einfach wieder verkleinern und Sie haben jetzt Quelle und Timeline, oder Sie können die Fenster nebeneinander anzeigen lassen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Filme aus der Bibliothek auf die Timeline hinzufügen möchten, können Sie mit der Maus diese Elemente hier hineinladen oder einfach anklicken. Sie können diese Elemente vorschneiden und dann direkt aus diesem Quellefenster auf die Timeline hinunterziehen und hinzufügen. Eine ganz kleine neue Funktion, aber trotzdem sehr, sehr wichtig, ist dieses verwendete Häkchen-Symbol. Also das heißt, jedes Medium, das bereits auf der Timeline verwendet wurde, kriegt hier oben ein kleines Häkchen. Sie sehen also, diese Videosequenz habe ich noch nicht verwendet im aktuellen Projekt, diese aber schon. Und in dem Moment, wo ich eine Videosequenz oder ein Foto, ein Musikstück oder so hinzufüge, kriegt dieses Element einen kleinen Haken hier oben. Übergangseffekte lassen sich immer noch gleich hinzufügen, wie Sie das kennen von der Avid Studio Vorgängerversion. Allerdings gibt es jetzt eine Rechtsklick-Funktion und Sie können Überblendeffekte ersetzen durch zum Beispiel die Standardüberblendungen oder kürzlich verwendete, sodass Sie nicht jedes Mal in der Bibliothek suchen müssen, oder Sie können sogar Überblendungen bewerten mit 5 Sternen und die werden dann hier unten in der Liste angezeigt. Zudem können Sie Überblendungen kopieren, und zwar mit dieser Riffelung-Funktion. Dabei werden alle Überblendungen eines ausgewählten Clips auf andere Clips übernommen. Wenn Sie jetzt 3D-Videomaterial auf der Timeline bearbeiten möchten oder eine Diaschau in 3D erstellen, dann gehen Sie in die Projekteinstellungen und Sie haben hier nämlich unter Bildverarbeitung nicht nur den 2D-Modus, sondern können einen Film komplett stereoskopisch in 3D anzeigen lassen. Also das heißt, 2D-Fotos bleiben natürlich 2D, aber wenn Sie jetzt 3D-Material bearbeiten, dann können Sie das hier einstellen. Zudem erhalten Sie dieses Brille-Symbol. Mit diesem Brille-Symbol können Sie angeben, wie die 3D-Darstellung wiedergegeben werden soll. Zum Beispiel können Sie nur das linke Auge einer Videosequenz anzeigen lassen, oder Sie können das rechte Auge anzeigen lassen, oder Sie können zum Beispiel Bildpaare anzeigen lassen dieser Videosequenz, also das linke und das rechte Auge, oder Sie können die ganze Ansicht auch auf Anaglyph umschalten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel über ein Gerät verfügen, also PC, die über die NVIDIA Vision 3D-Technologie verfügt, dann gibt es hier unten noch ein zusätzliches Symbol für diese NVIDIA Vision-Technologie, die exklusiv in Pinnacle Studio 16 integriert ist. Dann erhalten Sie also komplettes 3D und Sie sehen, wenn Sie jetzt auch eine Brille anhaben, dass dieses Fenster komplett in 3D dargestellt wird. Also diese Videosequenz können Sie jetzt mit einer Anaglyph-Brille in 3D sehen und Sie haben also immer die Vorschau oder auch eine
volle Ansicht der Vorschau jederzeit in 3D verfügbar. Auch hier können Sie nochmals die Einstellungen verändern, je nachdem, wie sie eben technisch eingerichtet sind. Also Sie sehen, Pinnacle Studio 16 ist komplett 3D-fähig und Sie können Ihr Resultat jeweils immer in diesem Fenster betrachten, wie das dann später ausschaut in 3D. Wenn Sie auf eine Sequenz in der Timeline doppelt klicken, dann geht dieser Effekte-Editor auf. Sie haben nämlich hier zusätzliche Funktionen, und zwar können Sie hier direkt schon eine Eingangs- oder Ausgangsüberblendung hinzufügen. Dann haben Sie weitere Veränderungen, was die Stereoskopie anbelangt, wenn Sie zum Beispiel Tiefensteuerungen und so weiter vornehmen möchten. Wenn jetzt zum Beispiel eine Videosequenz nicht richtig erkannt wurde, gibt es hier neu eine Funktion Justierungen, und hier können Sie dann auswählen, was das für Videomaterial ist, zum Beispiel 3D-Material oder eben 2D-Material. Hier können Sie das ändern, falls das Videomaterial falsch erkannt werden sollte. Ich gehe nochmal zurück in diesen Effekte-Editor. Hier haben Sie auch zusätzliche Add-ons, und zwar ein Red Giant Filmmaker Toolkit und Red Giant Motion Graphics Toolkit. Das sind Plugins, die in der zusätzlichen Version vorhanden sind, mit dem Sie einfach Videoeffekte noch hinzufügen können. Eine weitere neue Funktion, wenn Sie zum Beispiel eine Farbkorrektur hinzufügen, jetzt auf diesen Clip, dann sehen Sie, dass zum Beispiel alle Einstellungen mit diesem Knopf aus- und eingeblendet werden können. Also wenn es zum Beispiel eine Farbkorrektur gibt mit weiteren Einstellungen, zum Beispiel diese da, dann kann ich eben diese Einstellungen alle mit diesem Symbol aufklappen oder gleichzeitig wieder schließen. Mit diesem Symbol können Sie neu auch die Hierarchie der Effekte ändern, also wenn die Reihenfolge dabei eine Rolle spielt, ob zum Beispiel zuerst eine Farbkorrektur angewendet werden soll oder nicht. Einstellungen, die Sie hier vornehmen an Effekten, zum Beispiel die Helligkeit, und Sie möchten das als Standard wieder später verwenden, gibt es hier ein Speichern-Symbol, und damit können Sie die Effekteinstellungen speichern in der Bibliothek und für andere Clips dann später direkt wieder übernehmen. Also das heißt, wenn Sie einen Effekt immer wieder brauchen, werden Sie ihn einfach hier speichern. Weiter, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Titel hinzufüge, und ich werde das gleich kurz an einem kleinen Projekt veranschaulichen. Ich werde nämlich da einige Fotos jetzt auf die Timeline ziehen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine kleine Diaschau. Da werde ich noch die Skalierung anpassen, dass die schwarzen Ränder hier verschwinden. Das wäre jetzt ein 2D-Film, den möchte ich jetzt zum Beispiel auf 3D umschalten. Die Fotos werden dabei nicht in 3D dargestellt, aber ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie ein 3D-Element hinzufügen können. Und zum Beispiel werde ich jetzt einen Titel erstellen. Wenn Sie jetzt eine 3D-Brille aufgesetzt haben oder eine 3D-Technologie verwenden möchten, dann können Sie hier auf Stereoskopie-Einstellungen gehen, diese aktivieren und dann den Text dreidimensional, also nach vorne oder nach hinten bewegen. Sie sehen vielleicht, wenn Sie eine Brille aufhaben, dass das jetzt nach vorne gerichtet wird. Das heißt also, Sie können einen Film oder eine Diaschau mit 3D-Effekten versehen, auch wenn Sie kein reines 3D-Material haben, und verblüffen natürlich so sehr schnell die Zuschauer. Das gleiche gilt natürlich auch bei den Montagethemen. Hier gibt es eben durch diese Filterung die Möglichkeit von Montagethemen, die zum Beispiel in 3D sind. Und ich zeige das einmal, zum Beispiel an diesem Montagethema. Auch wenn Sie jetzt eine 3D-Brille anhaben, dann werden Sie sehen, dass diese Elemente hier in 3D angezeigt werden und der Hintergrund ist wirklich weiter hinten. Eine weitere neue Funktion besteht auch darin, jetzt habe ich dieses Montagethema da auf der Timeline hinzugefügt und ich möchte gerne meine Medien hier ersetzen. Also ich möchte, dass hier ein Foto kommt oder eine Videosequenz und hier ebenfalls. Und da gibt es eine Möglichkeit, dass ich einen Clip kopieren kann, dieses Foto in dieses Montagethema einfügen kann, mit in Ablegebereich einfügen, zum Beispiel Position 1. Also dieses Foto habe ich jetzt in das Montagethema hinzugefügt. Und Sie sehen jetzt, dass an dieser Stelle des Montagethemas eben da mein Foto zu sehen ist. Ich kann auch ein anderes Foto nehmen, hier mit Rechtsklick kopieren und dann in diesen zweiten Bereich einfügen. Da sehen Sie das Foto. Wenn Sie zum Beispiel Effekte auf einem solchen Foto hätten, also ich mache das mal auf und werde jetzt eine Farbkorrektur anwenden, einfach so, dass Sie das sehr gut sehen. Macht jetzt nicht groß Sinn, was ich da mache, aber ich verändere mal die Helligkeit so stark,
dass Sie es wirklich gut sehen. Sie können nämlich jetzt auch diese Clips inklusive der Farbkorrektur, ich kopiere den noch einmal, in diesem Montagethema weiter verwenden. Also die Farbkorrektur wird in diesem Montagethema zusätzlich übernommen. Das sehen Sie zum Beispiel auch, wenn Sie jetzt auf eines dieser Montagethemen doppelt klicken, dass hier die Farbkorrektur direkt angewendet wurde. Eine weitere Verbesserung ist zum Beispiel dieser Trim-Editor. Und zwar, wenn ich jetzt hier eine Videosequenz nehme, kann ich diese mit dem Trim-Modus besser trimmen und werde jetzt das mal anwenden. Und jetzt habe ich da diese linke und rechte Ansicht, also des linken und rechten Bildes. Und ich kann nun direkt in diesem Fenster den Clip verkürzen, wie Sie sehen an dieser Stelle, oder eben auch verlängern, je nachdem, was Sie eben genau machen möchten. Also dieser Trim-Editor wurde einiges verbessert. So, dann wechsle ich einmal auf dieses Disk-Register und dabei können Sie eben aus Ihrem Film ein Disk-Menü hinzufügen, ein DVD-Menü oder Blu-ray-Menü. Und zwar gibt es auch hier unterschiedliche Vorlagen in 3D. Ich habe jetzt mal alle angezeigt, die wirklich 3D sind. Das sind bestehende Elemente oder aber auch neue. Und diese Elemente können Sie jetzt in Ihrem Film verwenden. Und ebenfalls, wenn Sie jetzt über 3D-Technologie verfügen, dann sehen Sie dieses Menü, also die Textelemente und auch das Menü in 3D. Also das heißt, Sie könnten sogar eine 3D-Disk erstellen. Das gleiche gibt es auch bei den Titeln, das habe ich vielleicht noch vergessen zu sagen. Hier gibt es natürlich ebenfalls 3D-Elemente und ich zeige Ihnen einmal einen sehr lustigen Titel, zum Beispiel diesen da. Der hat wirklich einige 3D-Elemente mit drin. Und wenn Sie jetzt auch eine Brille tragen, dann sehen Sie, wie eben diese Textelemente im Vorder- und Hintergrund dann zu sehen sind. So. Weiter das Exportieren. Hier sind auch einige neue Funktionen hinzugekommen. Und zwar wurde auch das Ganze etwas überarbeitet. Sie können nach wie vor Dateien erstellen und es sind weitere Formate hinzugekommen. Des Weiteren ist eine neue Funktion Cloud dazugekommen. Das ist eine sehr praktische Funktion, wenn Sie zum Beispiel Ihre Videos auf YouTube hochladen möchten, wieder zurück in die Box, um zum Beispiel privat mit Ihren Freunden oder Bekannten zu teilen, also wenn Sie nicht auf YouTube hochladen möchten, sondern eben in Ihren eigenen privaten Online-Speicher bei Box. Zudem können Sie die Filme direkt auf Facebook oder Vimeo hochladen. Facebook und YouTube sind eher für Amateurfilme und Vimeo eher dann für etwas professionellere Filme gedacht. Zudem gibt es hier ein neues Gerät, also einen neuen Punkt Gerät, und zwar, wenn Sie nicht wissen genau, ja, was für eine Datei muss ich machen, um zum Beispiel meinen Film auf ein iPhone zu kriegen oder auf eine Spielekonsole und so weiter, dann gehen Sie einfach auf Gerät, wechseln den Typ des Geräts aus und sagen dann, was für ein Gerät das genau ist, zum Beispiel das iPad oder das iPhone und so weiter. Sagen Sie, ob Sie es in 3D oder in 2D ausgeben möchten und exportieren Sie dann Ihren Film auf die Festplatte, um dann auf die Geräte zu übertragen. Also eine sehr gute Funktion, wenn Sie sich jetzt nicht um die ganzen Codecs kümmern möchten. So, jetzt bin ich schon fast am Ende angelangt. Ich zeige Ihnen noch etwas weiteres, und zwar, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Projekt komplett fertig geschnitten haben, dann werden die Medien, die Sie verwendet haben in diesem Projekt, hinzugefügt und auch referenziert auf Ihrer Festplatte. Wenn Sie jetzt Ihr Projekt auf einen anderen PC übertragen möchten, dann müssen Sie darauf achten, dass das ganze Projekt und alle Medien, also das heißt alle Videos, alle Fotos, alle Musikdateien und so weiter, mit auf den neuen PC kommt. Wenn Sie nicht mehr genau wissen, wo das ganze Zeugs gespeichert ist, dann gibt es eine neue Funktion, und zwar unter Filmspeichern als, dass Sie nämlich ein Projekt komplett archivieren können. Sie können einem sagen, Sie möchten nicht das Filmprojekt speichern, sondern ein Studioprojektpaket. Ich mache da mal einen Test mit allen Medien. Und wenn ich jetzt speichern klicke, werden Sie sehen, oh, das ging jetzt zu schnell. Ich muss da einen etwas komplexeren Film erstellen, damit Sie wirklich sehen, wie alle diese Videosequenzen in dieses Paket hinein kopiert werden. Also ich hätte jetzt hier ein viel längerer Film und speichere das einmal als Projektpaket ab. So, also Test 2 mit allen Medien. Und Sie sehen jetzt, wie wirklich alle Videodateien, also die Videodateien selber, die Musikdateien, die Titel und so weiter, gehen in diese Projektdatei hinein.
Das heißt, Sie können jetzt diese Projektdatei irgendjemand anders geben. Sie können diese Projektdatei öffnen und das komplette Projekt ist vorhanden. Das können Sie brauchen, um Projekte auf einen anderen PC zu transferieren oder eben eine Sicherheitskopie zu erstellen. Das ist eine ganz wichtige Funktion, wenn Sie eben Daten sichern oder übertragen möchten. Sie können zudem ein solches Projekt natürlich auch wieder hochladen in die Cloud, um dann zum Beispiel an einem anderen Ort wieder zu öffnen. Projekte zum Beispiel von früheren Pinnacle Studio Versionen können Sie ebenfalls importieren, und falls Sie über ein iPad verfügen, gibt es diese Applikation, also diese Pinnacle Studio Version auch für das iPad. Da können Sie sogar Projekte, die Sie auf dem iPad geschnitten haben, wieder auch zum Beispiel aus der Cloud direkt in Pinnacle Studio weiterverwenden und weiter bearbeiten. Als letztes zeige ich Ihnen noch die Einstellungen, die ebenfalls über neue Funktionen verfügen. Und zwar gibt es hier nach wie vor die Watch-Folder, mit denen Sie Ordner auf Ihrer Festplatte überwachen können. Das ist nichts Neues, aber ich werde kurz darauf hinweisen, das sind Ordner, die Sie hinzufügen, und jedes Mal, wenn Sie Medien jetzt einen dieser Ordner hinzufügen, werden diese automatisch hier in der Bibliothek geladen. Ich habe nämlich hier zum Beispiel unter Importieren weitere Ordner, die ich standardmäßig angeben kann. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Schnappschuss auf der Timeline erstellen, wird dieser automatisch in diesen Ordner auf der Festplatte gespeichert. Sie sollten vielleicht am Anfang diese Ordner einmal vordefinieren, sodass, wenn Sie jetzt Medien abspeichern oder eben zum Beispiel einen Schnappschuss machen, dass diese Fotos und Medien dann an die Ordner auf der Festplatte gespeichert werden, wo Sie die auch später dann wieder finden. Unter Projekt Einstellungen gibt es noch diesen Trim-Modus, den Sie einschalten oder bzw. aktivieren können. Es ist nämlich so, bei der Vorgängerversion Avid Studio war diese Trim-Funktion schon auf der Timeline in einer etwas anderen Form aktiviert. Wenn Sie das gleiche Verhalten wieder zurückhaben möchten, dann aktivieren Sie einfach diesen Trim-Modus. Eine weitere sehr wichtige Neuigkeit, die sich hier in den Einstellungen vergibt, sind sogenannte Tastenkürzel-Einstellungen. Jede Funktion in Pinnacle Studio hat eine Tastenkombination, oder mindestens alle, die hier aufgelistet sind. Sie können auch nach gewissen Funktionen suchen, und Sie können jetzt manuell selber diesen Funktionen Tastenkombinationen hinzufügen. Also wenn Sie jetzt sich gewohnt sind, zum Beispiel einen Schnitt auf einer anderen Tastatur auszuführen, wie dies hier angegeben ist, dann können Sie das über diese Einstellung machen. Unter Vorschau hat sich das Rendern etwas geändert. Es ist nicht mehr so, dass Sie Rendern ein- oder ausschalten können, sondern Sie können angeben, ob das Rendern aggressiv oder etwas weniger aggressiv ausgeführt werden soll. Also aggressiv heißt wirklich, Effekte und so weiter werden dann direkt gerendert, und wenn Sie das etwas zurücknehmen, werden gewisse Elemente nicht mehr gerendert. Zudem haben Sie hier noch die 3D-Einstellungen, die Sie hier standardmäßig vornehmen können. So, jetzt bin ich am Schluss meiner Präsentation angelangt, und ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Und Sie haben also gesehen, dass Pinnacle Studio wirklich jetzt sehr viele neue Funktionen dazugekriegt hat, wirklich ein mächtiges Werkzeug geworden ist, aber trotzdem sehr einfach zu bedienen, intuitiv mit vielen Funktionen, die Ihnen helfen, effizienter zu arbeiten. Und es freut mich natürlich, wenn Sie sich für eines meiner Lernvideos entscheiden, und ich werde Ihnen, ähnlich wie ich hier das gezeigt habe, wirklich Schritt für Schritt jede Funktion so zeigen, dass Sie diese nachvollziehen und wirklich lernen können. Also vielen Dank fürs Zuschauen, und ich wünsche Ihnen alles Gute beim weiteren Bearbeiten Ihrer Diashows und Videos.